Hi, ich bin's Luis von der Königsklasse und ich bin heute hier mit. Im Jo, ich freue mich sehr, Luis. Hi, Freut mich. schön, Hi. hier zu sein. Grüß dich. Kannst du mal über dein Berufsleben erstmal raushauen, was du so machst? Was ich so mache, wo soll ich anfangen? Boah, am besten erstmal, was du für eine Ausbildung hast, also schulisch und wie Okay, dein Weg so war. okay. Ich bin Jahrgang 70, das heißt, ich bin 54 Jahre alt, nach dem Abi Zivildienst. Urologie, ja, das ist so Niere und Urogenitaltrakt. Und habe im Anschluss daran als Pflegehelfer in der Urologie gearbeitet. Da siehst du allerhand Menschen, die sterben. Also da hatte ich viele Kapitel in Demut und da kam dieser Prof auf mich zu, der Chefarzt, und sagte, Johannes, Sie müssen Urologe werden. Und ich dachte mir, boah, jetzt bin ich 19. Die Vorstellung, dass ich mich jetzt für einen Beruf entscheide, den ich die nächsten 50 Jahre mache, da kriege ich ja Panikattacke. Ich muss mich anders aufstellen. Ich habe gesagt, vielen Dank, sehr wertschätzend, werde ich nicht tun. Und habe mir dann überlegt, ich studiere Psychologie. Da kannst du dann so ein Schild an die Tür machen und dann kommen die Blöden zu dir und die rückst du gerade. Ja. Und habe mich eingeschrieben für Psychologie und gewartet. In der Zwischenzeit Philosophie angefangen. Das war spannend und in der Philosophie dachte ich mir, ja, guckst du noch ein bisschen rum, Kommunikationswissenschaft, Geschichte, Pädagogik, Soziologie, politische Wissenschaften und. Ja. Okay, Und dann also, habe ich Philosophie studiert plötzlich im Hauptfach und Psychologie im Nebenfach, noch ein bisschen Statistik. Und weil ich irgendwie 4. Semester hieß es, mach eine Zwischenprüfung, dann mache ich die halt in Philosophie. Und letztlich war es Philosophie, Arbeitsorganisationspsychologie und politische Wissenschaften. Dann bist du fertig und hast keinen Beruf. Ja, stand ich also mit 26 da, wusste, wie man als urologische Pflegehilfe arbeitet, habe als Bestatter gejobbt während meines Studiums, ja, in der Bar gearbeitet. Da machst du jetzt, bist Geisteswissenschaftler, also bewirbst du dich bei Verlagen. Da war ich sehr blauäugig, dachte mir, Zeitungsverlag, da hast du jeden Tag den Stress, gehst du zum Buchverlag. Dann war ich erst bei einem großen Publikumsverlag im Marketing und dann wechselte ich in das Programm eines Wissenschaftsverlages. Und da habe ich die eigentliche Ausbildung bekommen. Ich bin Lektor Wissenschaftsverlag. würdest du sagen, in der Zeit hast du das dann schon so angepeilt als, okay, das ist die Sache, die du jetzt dein Leben lang machen willst, oder war das immer noch so, so richtig? Nur Das eine ist das- Station, Ja. nur eine Station. Und ich habe auch sehr schnell festgestellt, boah, das ist wie in einem Amt arbeiten, in so einem Wissenschaftsverlag. Ich kann natürlich in einen anderen Verlag gehen, das ist aber nur anders und nicht besser. Habe aber festgestellt, also musst dir vorstellen, wir sprechen Ende der 90er Jahre. Also für den einen Publikumsverlag habe ich die erste E-Mail eingerichtet und sowas wie personalisiertes Faxpolling. Und für den anderen Verlag Domains beantragt und versucht, irgendein Netzwerk, also die kamen alle noch, die saßen noch in der Schreibmaschine teilweise. Hier kann ich nicht arbeiten. Aber die Prozesse, wenn ein Buch entsteht, die sind so mühsam, das kann ich besser. Und dann habe ich mich August 98 das erste Mal selbstständig gemacht mit einem Herstellungsbüro. Also ich hatte einen Kumpel, der konnte Grafikdesign. Ich dachte, ich kann so ein bisschen Kalkulation, Strategie, Text. Und einen Kumpel, der konnte Webdesign. Und da haben wir eine GbR gegründet. Und einfach angefangen ins Blaue. Ich bin auf die Buchmesse gefahren, die Stände abgeklappert. Wir machen Redaktion, Produktion, Gestaltung, alles aus einer Hand. Und wir stellen die Sachen auch noch online. Und es ging durch die Decke wie Sau. Geil. 2001 zweite Gründung, also eine Ausgründung war das, dann eine GmbH, Paperback. Lief wie Bolle, das war aber auch so eine Goldgräberstimmung. Blase und dann platzte das. Dann gab es noch 9/11 und 2003 standen wir vor einem Scherbenhaufen. 85% der Kunden haben ihre Budgets komplett gestrichen. Ich musste 12 Mitarbeiter entlassen. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht und dann sind wir total auf Lean weitergefahren. Also warst du wieder eigentlich so an dem Punkt wie vor deinem Studium, oder Ja. eigentlich wie nach dem Studium? Also ein ziemlicher Nicht Reset, ja. Genau. Ich sage allen, nicht nur den Jungen, Scheitern ist total okay. Ist voll okay zu scheitern, aufgeben aber nicht. Und irgendwann habe ich verstanden, das macht mir keinen Spaß mehr. Das ist so ein 7-Jahres-Rhythmus bei mir. Ich mache was anderes. Habe mich von meinem Kompagnon getrennt, eben die Agentur, die lief dann schon wieder besser, die Agentur übertragen, die Anteile, die Maschinen, die Kunden.
gesagt, so jetzt werde ich Berater. Was würdest du Jugendlichen für Tipps geben, wenn die wieder sozusagen in so einer Phase sind, wo sie einfach nicht wissen, was sie jetzt machen sollen? Ja. Ausprobieren, einfach ausprobieren. Neugierig sein. Also ich habe so 3 Themen, die ich Jugendlichen, also meine Söhne sind 20 und 22, denen gebe ich mit. Behandelt andere so, wie ihr behandelt werden wollt. Findet etwas, wofür ihr wirklich, wirklich brennt und macht es. Egal, was jemand anderes sagt, aber glaubt noch nicht, dass es das gewesen ist. Und schätzt Andersdenkende höher als Gleichdenkende. Also man muss neugierig bleiben, einfach dranbleiben. Und es ist total legitim zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache was Neues. Und das kann man in jeder Altersstufe machen. Ich habe vor 4 Jahren gesagt, ich habe keine Lust mehr auf den digitalen Scheiß nach 20 Jahren Xing und Social Media, Medien, Software. Ich habe ein Einzelhandelsgeschäft für Urban Streetwear eröffnet. Ich sitze hinten drin und mache immer noch den digitalen Scheiß. Aber ich habe so Spaß an der Interaktion mit den Menschen. Aber das ist noch nicht das letzte Projekt. Ja. Ich simmer schon über das nächste nach und freue mich drauf. Voll Also geil. wenn ich so Lebensläufe höre, ich bin seit 40 Jahren bei der Allianz oder bei Siemens, da kriege ich Beklemmungen. Ja. Also da kriege ich Angstzustände. Weil ich bin froh, dass es auch mal jemand so in deinem Alter sagt, weil bei mir ist oft halt eben genau dieses Problem so, ich weiß nicht genau wohin oder ich habe nichts so, wo ich jetzt genau, wo ich halt mir denke, das mache ich mein ganzes Leben lang. Und ja, es hilft mir dann, wenn jemand sagt, dass dieses Ausprobieren auch viel weiterbringt. So. Ich finde es schon cool, wenn man was anfängt, was weiß ich, wenn du sagst, ich will jetzt eine Ausbildung machen, 2-jährige, keine Ahnung, Immobilienmanagement, das dann auch durchziehen. Es sei denn, du merkst nach 3 Monaten, der Laden ist und der Chef ist furchtbar. Aber das durchziehen, weil das ist eine ganz kleine Etappe und dann hast du was. Das bedeutet auch nicht, dass du dein Leben lang diesen Job machen musst, weil du lernst so viele Sachen, die du dann später wieder anders verwenden kannst. Ja. Also man muss schon oft dieses Durchziehen trotzdem noch haben, auch wenn es mal nicht Spaß macht, aber irgendwie auch so eine Balance finden, also jetzt auch nicht Dinge ewig durchziehen, die im Endeffekt eigentlich einen nur unglücklich machen oder so. Wie würdest du da sagen, findest du insgesamt im Leben eine Balance? Ich glaube inzwischen sehr, aber dazu muss man auch, also ich musste da erstmal an diesem Stein der Weisheit des Alters lecken, ja, und diese Ruhe zu bekommen. Ich bin ja überhaupt kein Sicherheitsmensch. Also ich habe immer wieder Jobs einfach dann die abgewickelt und wieder bei Null angefangen. Ja. Und bin auch teilweise massiv ins Risiko gegangen. Und dann gibt es so Sachen wie Corona oder jetzt gerade die Rezession. Das ist natürlich nicht toll. Ja? Und da muss man ein bisschen durchhalten, aber ich bin sehr bei mir. Also für mich ist zu Hause, Familie, Freunde, das gibt mir ganz viel Sicherheit. Ich mir selber. Also es gibt eine nette Geschichte. Meine erste Frau hat sich von mir getrennt. Dann hatte ich eine Freundin. Von der habe ich mich getrennt und dann sagte meine erste Frau zu mir, also wir waren schon geschieden, das tut mir leid, jetzt bist du ja ganz alleine. Und dann sagte ich, nö, ich habe ja mich. Ja. Ja? Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass man selber, auf sich selber kann man sich immer gut verlassen. Ja. Manchmal hat man mehr Power, manchmal weniger. Und wenn man irgendwann an einem Tag den Hintern nicht hochkriegt, dann ist es auch okay zu sagen, es ist halt heute nicht mein Tag. Dafür läuft es morgen wieder besser. Also wir haben schon dieses falsche Denken, dass Präsenz und Zeit eine Währung wäre für Leistung. Das ist gar nicht so. Also ich habe schon manchmal in ganz kleinen Momenten, weil ich 2 Menschen zusammengebracht habe oder eine coole Idee hatte und die verfolgt habe, und diese Idee kommt ja in einem Moment, unglaublich viel davon profitiert. Und ich meine jetzt nicht nur finanziell, sondern auch menschlich, Netzwerk und. Ich bringe ein Beispiel. Ende 2003 ging ein Netzwerk an den Start mit dem Namen OpenBC. Später Xing, ging an die Börse, war Unicorn, jetzt gerade schaffen sie sich ab. Und dann sagte ich, was will ich denn mit virtuellen Kontakten? Lass uns doch Events machen. Und ich habe das erste Event auf dieser Plattform durchgeführt. Und dann gab es ein Ambassadorprogramm und irgendwann jedes Jahr Tausende von Veranstaltungen, die weltweit passierten unter dieser Plattform. Und Mitglieder haben sich getroffen, einander verstärkt. So haben Martin und ich uns auch kennengelernt. War eine coole Sache, aber eben auch nur für eine Zeit. Ich habe dann am Januar einen Ticketdienstleister kennengelernt, damit wir Tickets verkaufen konnten. Die wurden gekauft von Xing. Ich habe das mit Wonne und mit Leidenschaft begleitet. Ich muss jetzt nicht weinen, dass es vorbei ist. Ich mache mein Nächstes und freue mich aufs Übernächste. Ja. Also brennen, Passion for Winning, immer ein bisschen brennen. Ich merke bei dir ein bisschen, dass vielleicht auch du ein Mensch bist, der das Geschäftliche oft gar nicht so krass dann vielleicht trennt, dass du eben dann oft
mit Freunden oder so, wie eben jetzt mit dem Martin, so eben dann deine Netzwerke suchst und darüber probierst, das vielleicht auch mit in dein Geschäft reinzunehmen. Stimmt das oder probierst du das eher zu trennen? So? Also ich mache kein Geschäft mit Freunden. Das mache ich nicht, weil da bin ich ein paar Mal auf die Schnauze geflogen. Ja? Also wenn ein Freund mich sagt, wir möchten wir was zusammen machen geschäftlich, sage ich, ich unterstütze dich gerne, aber wir machen kein Business. Also das ist ein bisschen Abstand gut, wobei du natürlich mit dem Geschäftspartner auch in eine freundschaftliche Beziehung treten kannst. Netzwerk ist unglaublich wichtig. Also ich habe über Xing, jetzt LinkedIn, generiere ich einen Großteil meiner Kunden, meiner Aufträge oder auch aus dem bestehenden Netzwerk. 160.000 Kontakte auf Xing, 30.000 Menschen in meinem Newsletter-Verteiler und aber vor allem viele persönliche Kontakte. Also es geht nicht nur um Reichweite, es geht um Qualität. Dann ist der Kontakt belastbar. Und meine Idee ist, dass jeder meiner Kontakte, dem mache ich mein Netzwerk auch urbar. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, kennst du den? Ich würde gerne was mit dem machen, sage ich, klar. Wenn ich das Gefühl habe, es bringt dem anderen was und dass er auch dabei ist. Das klappt nicht immer. Netzwerk ist wichtig, Freunde sind wichtig, aber man muss auch lernen, einfach im Arbeitsleben auch mal loszumarschieren, Kaltakquise zu klingeln, sich 50 Mal eine Absage abzuholen. Das kann dir beim Bewerbungsprozess genauso passieren. Und dann, wenn die Tür aufgeht, dann ist es nur eine, die sich öffnet. Ja. Und nicht zu verkrampft an irgendwas festhalten, an einer fixen Idee. Wenn es einfach nicht funktioniert, loslassen, was Neues probieren. Hättest du dann noch einen Tipp, wie man sich zum Beispiel gut ablenken kann, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Phase ist, wo man sich zu hart reinsteigert oder verkrampft? So einfach ein guter Ausgleich. Wir hatten vorhin vor dem Interview das Thema Feiern. Ich finde das cool. Ich finde Natur wichtig. Also ich kann dann auch einfach in Eibsee fahren und blöd Löcher in die Luft schauen. Ja, also ich finde, man muss da das Set abwechseln. Ja, ich bin da was Freizeit betrifft, kein guter Berater, weil ich selbstständig heißt selbst und ständig und du arbeitest. Und wenn du Urlaub machst, dann zahlst du doppelt keine Einkünfte, ja, nur Kosten. Aber eine Auszeit ist auch was Qualitatives, nichts Quantitatives. Ich sehe, du bist gut gekleidet. Würdest du sagen, du bist eher ein materialistischer Mensch oder hast du das alles abgelegt? Nein, ich hänge nicht an Dingen. Ich hänge an Erinnerungen, aber ich bin nicht materialistisch. Aber ich finde es schön, also ich mag Ästhetik. Ja, ich mag schöne Räume, ich mag schöne Menschen. Und ob ich jetzt mit einer zerfetzten Jeans komme oder mit irgendeiner Chino, spielt keine Rolle, sondern ich fühle mich halt wohl da drin. Bin schön gekleidet und mein Hut ist schon ein bisschen Warnzeichen der Stetson. Außerdem friere ich ständig im Kopf oder verbrenne mir die Birne. Dann eine andere Frage, verreist du gerne? Ich verreise nicht so viel, wie ich gerne verreisen würde. Ich habe da noch große Pläne. Also meine Bucketlist ist lang. Aber ja, ich verreise gerne. Kannst du mal ein paar so Ziele nennen? Ziele, meine Frau hat lange auf Bali gearbeitet, da möchte ich unbedingt hin. Das kenne ich nicht, interessiert mich sehr. Ich auch. Ich war schon in Afrika, da gibt es noch ein paar Spots, die ich mir unbedingt anschauen möchte. Südamerika kenne ich nicht. Auf US habe ich gerade keine Lust bei der politischen Konstellation. Ja. Indien, Myanmar, also Asien habe ich noch ein paar Ziele. Ja. Für mich ist wichtig Kultur, Natur, Mentalität. Ja. Lieber mehr oder lieber eher so? Also ich brauche eine gute Mischung. Ich bin niemand, der sich 2 Wochen an den Strand haut auf den Seychellen. Ja. Das mache ich nicht. Okay. Ja. Was sind so jetzt die größten Erfolge im Leben, die du also außerhalb vom Beruf? Es gibt so kleine Erfolge, die nicht beruflich sind. Aber wenn ich Freunden helfe, also im Netzwerk, ich habe gerade ein Kumpel kommt und sagt, Hilfe, ich brauche eine Unterstützung, kennst du einen Bauingenieur und der andere ist unglücklich in seinem Job und ich bringe die zusammen, da habe ich echt Freude dran. Da habe ich Freude dran. Oder wenn irgendjemand ein Problem hat, oh hier, ich habe eine Kündigung, wenn ich sagen kann, ich habe beim Netzwerk einen super Anwalt, schicke ich dir rüber. Also wenn ich das, was ich gesammelt habe, da bin ich ja reich an Erfahrung, wenn ich die weitergeben kann. Ich mache gerne Musik, ich habe ein Klavier zu Hause, okay. Das ist für mich meine Therapie. Spielst du nur klassische Musik? Oder? Querbeet, alles, bis auf deutsche Schlager und 80er Pop. Du singst auch dazu? Das möchtest du nicht hören. Unter der Dusche gerne. Ja, das ist geil. Ja. Nein, meine Frau, ich habe vor 2 Jahren wieder geheiratet. Die ist wunderbar, die ist crazy. Meine 2 Jungs sind großartig. Die sind so Baba. Geil. Die feiere ich. Und wenn mein Daumen ein bisschen grün ist und aus den Tomaten was wird, das sind auch Glücksmomente, die ich habe. Und da bin ich ganz einfach. Also ich habe einen uralten, verrosteten Mercedes. Ja. Der macht mir Freude und Schrauben. Auf jeden Fall. Aber ich brauche nichts Dickes, Schickes. Brauche ich alles nicht. Ja. Ist Musik eher eine große Rolle, so auch in der Familie?
Also meine Söhne leider nicht. Die hören viel, konsumieren passiv. Meine Frau, die hat richtig klassisch gespielt. Also Klarinette, Saxophon, Fagott, Oboe. Dagegen bin ich ein kleines Licht. Wenn die das Instrument in die Hand nimmt, dann... Also bestimmt auf dem Klavier kann sie auch was, oder? Nee, aber so. die Blasinstrumente kann sie sehr Okay. gut. Bei meinen Eltern zu Hause wurde musiziert. Also Ja. mein Vater hat gesungen, klassischer Gesang, und meine Mutter dazu gespielt. Und für mich war Bach, Play Bach, ein Album, das habe ich mit 10 gehört. Also der hat Klassik verjazzt. Ich dachte mir, wow, wie geil ist das denn? Der wurde exkommuniziert 1960, weil er das gemacht hat. Und das ist für mich, das hat mich so in die Musik reingeworfen. Ja, voll. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch, also alle meine Geschwister, wir sind halt zu 6 zu Hause gewesen, haben geil. alle auch ein Instrument in die Hand gedrückt bekommen, so wo wir schon ganz klein waren und so. Ich bin dann auch auf ein musisches Gymnasium so mit Cello und so gekommen. Oh, wie geil, wie schön. Voll. Und mein Bruder zum Beispiel macht jetzt auch da voll, also macht jetzt auch Geld damit mit Audio Engineering. So, der hat auch angefangen, so Producing, ein bisschen mit Rappen zu machen und so, und macht da jetzt auch so das richtig zu seinem Beruf. Das finde ich Aber das richtig zieht geil ja in die so ein Richtung. bisschen den Bogen zum Anfang. Ich finde, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, ist es toll. Genau, ja, voll. Das probiere ich eben jetzt auch. Das ist so mein Ziel zu machen, ein bisschen meinen Weg zu finden einfach. Also wenn wir über nächste Projekte sprechen, ja, also jetzt habe ich diesen Einzelhandelsladen, den digitalen Scheiß. Ich habe noch ein Projekt, Arbeitstitel ist Speck und Schnaps. Und jetzt waren wir gerade in Spanien auf der Finca von einem Freund, und meine Frau und ich haben gekocht für 10 Leute. Und er sagt, oh, ihr müsst ein Restaurant aufmachen. Ich koche wirklich gern. Ich liebe es zu kochen. Würde ich nie im Restaurant machen, weil dann ist es plötzlich wieder Fließband, dann sind es 70, 80, 90 Stunden. Da habe ich gesagt, nee, viel cooler fände ich so ein mobile Kitchen, ja? Also wie ein Foodtruck, der aber nicht zum Fenster raus verkauft, sondern du fährst irgendwo hin, in den Weinberg, baust 2 Tische auf, 2 Tafeln, hast 12 Leute da, Voll geil, ja, ja. mit geilem Besteck, Geschirr, Deko, cooler Mucke, und hast dann so ein 4-Gänge-Degustationsmenü an schönen Plätzen. Also sowas könnte ich mir auch vorstellen. So Hätte ich viel total machen. Bock drauf. Ja, voll. Und deswegen, ich bin jetzt schon, obwohl ich ja noch dabei bin, die aktuelle Gründung irgendwie größer zu machen, ich bin jetzt schon dabei, wieder das nächste Projekt zu planen. Das ist voll geil. Also du legst das alles einfach breit aus, das, was du Bock drauf hast, machst, und manches klappt einfach. Oder? Und wenn mir was vor die Füße fällt, dann sage ich, dann mache ich das. Ja. Also der Freund, auf dessen Finca wir waren, hat gesagt, wenn du ein Restaurant aufmachst, dann steige ich als Investor ein. Geil. Cool, aber deswegen Ja, mache ich das voll. jetzt nicht, weil Ja, die Zeit voll. noch nicht reif ist. Das spürt man dann schon. Was war dein Traum, als du ein Kind warst? Was für ein Beruf? Berufswunsch. Ja, ich habe mit Dinosauriern gespielt, also es war klar, ich werde Archäologe. Und dann dachte ich mir, das ist doof, ja, weil da schabst du nur im Sand, vielleicht werde ich Detektiv. Und nach Detektiv kam schon schnell, ich werde Journalist. Ja, so ein fliegender Journalist. Also kein Superman, aber so ein fliegender Journalist. Und in die letztere Richtung bin ich ein bisschen gegangen. Also Text ist mir Heimat, Märkte sind Gespräche, ist mein Credo. Würdest du jetzt, wenn du zurückschaust, sagen, so dein Traum ist in Erfüllung gegangen? Wenn ich von der Metaebene sage, ja klar, weil ich will immer Wachstum, ich will Bewegung, ich will Veränderung, das habe ich. Das habe ich. Und ich bin voll bei mir und ich bin glücklich. Ja. Ich finde, mein Leben ist voller Fülle und das ist schön. Ja? Schön. Und eine emotionale Fülle und das ist großartig. Also mehr kann ich mir nicht wünschen. Ja. Sehr schön. Hast du noch beide Eltern? Nein, meine Mutter ist vor 27 Jahren gestorben und mein Vater vor 11. Das mit der Mutter war eine harte Zäsur, 2 jüngere Schwestern. Aber, also ich bin vollweise. Okay. Aber ich trage die im Herzen. Ja. Ich habe mit denen alles, mit denen gut abgeschlossen. Ich bin dankbar, weil ich so reich bin, dass ich so tolle Eltern hatte, obwohl die auch andere Seiten haben. Aber heute schaue ich mit Dankbarkeit zurück. Würdest du sagen, deine Eltern wären jetzt stolz auf dich, wenn sie dich so sehen würden? Ich denke ja. Ich denke sehr. Ja. Ja. Die haben das auch zwischendrin. Meine Mutter hat es gut sagen können, mein Vater schwer. Aber ja. Ich glaube, Eltern wollen, dass Kinder glücklich sind. Die wollen nicht, dass sie erfolgreich sind, die wollen, dass Kinder glücklich sind. Und wenn sie das Gefühl haben, die sind glücklich und haben eine Leichtigkeit und eine Freiheit und ein bisschen Zeit für die Eltern. Ich habe auch viel Ungeduld meinen Eltern gegenüber gebracht. Wenn man ein bisschen Zeit für die hat, dann sind die happy. Mehr wollen die nicht. Und was anderes will ich auch für meine Jungs auch nicht. Die sollen glücklich sein. Ja, das wird, glaube ich, oft auch dann einfach missverstanden zwischen den beiden Seiten, dass die einen, oder oft denken Leute, dass sie halt ihre Eltern unbedingt stolz machen müssen und werden dabei unter dem Druck irgendwie unglücklich, und das macht ja dann beide Seiten irgendwie
nicht ganz glücklich. Aber da gehören auch zwei dazu. Also es gibt oft gerade in diesen mittelständischen Betrieben Nachfolgethemen, da sagt dieser alte Chef, der nicht loslassen kann und egal was der Junior macht, der ist nie gut genug. Und das finde ich ist eine Katastrophe. Also da würde ich jedem empfehlen, ausbrechen, eigenen Weg gehen. Ja. Das ist, Danke fürs ich danke Gespräch. dir ganz herzlich, war schön mit dir. Voll Danke, interessant. Danke.